Willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich mit euch über das Thema Tod sprechen, bzw. Vergänglichkeit. Der Tod gehört zum Leben dazu, bzw. das Leben setzt den Tod voraus. Der Tod wird jeden ereilen, ob mich, ob dich, ob Angehörige oder Personen in unserem Leben, die wir lieben. Es gibt kein Entrinnen. Und die Sätze, die ich gerade sagte, sollen gar nicht negativ für jemanden oder vielleicht traurig klingen. Der Tod gehört zum Leben und allein schon die Geburt setzt den Tod voraus. Was einfach zwei Sachen sind, die eine setzt die andere Sache voraus oder die andere die eine Sache. Denn ohne, sagen wir, etwas Vergleichbares wie dem Tod, dem Nichtsein, könnten wir auch nie ins Sein kommen. Wenn wir nicht sind und es das Nichtsein nicht geben würde, könnten wir auch nicht in dieses Leben inkarnieren. Diese Sätze, die sich vielleicht für manche traurig anhören, die möchte ich als jemand, der viel Erfahrung mit dem Tod gemacht hat und der seinen Frieden mit dem Tod geschlossen hat, ein wenig relativieren, denn es ist völlig okay. Wir sollten keine Angst vorm Tod haben und wir sollten damit abschließen. Nicht diese Angst in Zukunft haben, dass wir irgendwann sterben werden, weil das ist sowieso gewiss. Was bringt es, eine Angst zu haben vor einer Sache, die unvermeidbar auf uns zukommt? Bei manchen früher, bei manchen später. Oder Leid um Angehörige, die sterben, denn auch dies wird passieren. Bei dem einen früher, bei dem anderen später. Ich, als jemand, der Erfahrung mit dem Tod gemacht hat, möchte ein wenig appellieren daran, dass wir den Moment und das Leben schätzen. Ich habe Menschen erlebt, die undankbar zu Leuten waren, die sie geliebt haben. Ehemalige Kollegen, undankbar zu Eltern zum Beispiel. Die Mutter war unten und hat gerufen, es gibt Essen. Und der Sohn schreit die Treppe runter, ich habe doch gesagt, ich will erst um 5 Uhr essen, ich habe jetzt keine Zeit, keinen Bock. Also als Beispiel, ne, das hat mich wütend gemacht, weil ich selber meine Mutter früh verloren habe, nach langer Krankheitsgeschichte. Und mir irgendwie dann denke, boah, wie kannst du denn so mit deiner Mutter reden? Sei doch froh, dass sie lebt und sei doch dankbar. Also mehr oder weniger ein bisschen, küss doch den Boden, auf dem deine Mutter läuft. Sie lebt noch. Du kannst ihre Präsenz wahrnehmen und erleben noch. Ja, das ist meine Meinung und das ist mein Gefühl in dieser Situation, weil ich meine Mutter nicht mehr habe. Ich habe die Erfahrung gemacht, sie zu verlieren und das recht früh. Also es ist gefühlt immer zu früh, eine geliebte Person zu verlieren. Gefühlt. Weil wann sagen wir, ja, ich bin jetzt bereit. Ich bin jetzt bereit dafür. Okay, du kannst jetzt sterben. Wir können uns darauf einstellen, wir können uns so ein bisschen darauf einstimmen, dass es passiert und sagen, hey, gewisse Person ist bald nicht mehr physisch greifbar, der können wir nicht mehr begegnen. Dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so eine Überraschung, wenn wir uns das ein bisschen klar machen vorher, uns dem gewahr werden. Aber deswegen möchte ich auch allgemein darauf aufmerksam machen. Wir sollten uns gewahr werden, dass dieser Moment, in dem wir leben, nicht ewig ist. Der Moment vielleicht ewig, aber unser Verweilen in diesem Moment ist nicht ewig. Wir vergehen in diesem Moment. Und ich möchte auch vielleicht noch erwähnen, dass meine Worte ein anderes Gewicht haben, weil man hört ja oft von Leuten, was ja nett ist, die wollen ihr Mitleid bekünden, ihr Mitgefühl bekunden und sagen dann, ja, hey, mein herzliches Beileid. Und ich wusste nie so genau, was ich dazu sagen soll, weil ich finde es nett, dass jemand das zu mir sagt und empathisch, dass er auch seine Gefühle äußert oder mir sein Mitgefühl zeigen will. Doch, ja, meistens können Leute das nicht nachempfinden. Ich fand es immer schwer, irgendwie darauf zu reagieren, weil es ist auf jeden Fall nett. Und dieses Gefühl von, ja, man hat an mich gedacht, man ist geistig irgendwie bei mir. Doch ein früherer Freund hatte mal Streit mit seinen Eltern, weil er behauptet hat, er könnte das fühlen. Er könnte mich nachempfinden, wie ich mich fühlen muss, weil meine Mutter halt im letzten Jahr gestorben ist. Also es ist jetzt schon länger her, nur es war damals halt aktuell. Und er konnte es nicht nachempfinden. Ich fand es auch okay, dass er es sagt, dass er es so meint, aber die Eltern,
ja, sind da mehr darauf eingegangen und haben gesagt, nein, du kannst das nicht nachempfinden, was ja nicht schlimm ist. Also es ist ja gut, du kannst ja noch froh sein, diesen Verlust nicht erlebt zu haben. Aber also ich bin jetzt keiner, der sagt, ja, der Tod gehört dazu, sie ist positiv, ja, wir müssen alle mal sterben. Sondern ich möchte wirklich appellieren daran und sagen, das Leben ist vergänglich. Der Tod wird für jeden kommen. Schätze die Leute, die du liebst. Schätze Menschen in deiner Umgebung und schätze das Leben an sich. Wenn du siehst, dass in einer Familie, dass Leute leben, sich bewegen, dass sie ja, laufen können, dass sie gesund sind, dann ist das, schätze das an sich schon, dass diese Leute leben. Egal, ob jetzt im Streit, ob ihr euch jetzt heute gut versteht, ob irgendwelche Konflikte gerade bestehen. Die Grundsache ist, diese Menschen leben und sie sind da, sie sind greifbar, sie sind präsent. Wir können sie ansprechen. Also da kommt so ein Gefühl bei mir hoch, weil ich selber weiß, wie es das ist, das nicht mehr haben und tun zu können, nicht mehr erleben zu können. Bei mir ist es etwas früher passiert, bei anderen wird es etwas später passieren. Nur klar ist dieses Leid. Klar ist es Leid, man verliert einen Menschen. Ich bin aus der Einrichtung raus und bin auf die Knie gefallen und die ganze Welt ist eingestürzt in diesem Moment. Doch dieses Leid, das ist im Endeffekt auch nur Erfahrung. Und das möchte ich auch sagen, weil ich kann jetzt sagen, ja, genießt den Moment und schätzt das Leben und alles. Aber werdet euch auch gewahr, dass Leid immer Erfahrung ist. Wenn uns etwas Schlechtes widerfährt, dann kommen wir in problematische Situationen und möchten da raus. Wir müssen reagieren. Leid hat immer Konsequenzen. Wir wollen reagieren, wir reagieren auf etwas. Wenn jetzt was Schönes passiert, zum Beispiel, ich finde 100 Euro auf der Straße, ja, nehme ich die, tue die in die Tasche und kann weitergehen. Wenn ich aber jetzt 100 Euro verliere, das ist ein blödes Beispiel vielleicht, weil es nicht um Geld geht, aber ja, doch auch ein gutes Beispiel. Das können nämlich dann viele auch nachvollziehen. Wenn ich jetzt die 100 Euro verliere, ja, dann kann ich auch sagen, ach, habe ich jetzt verloren, aber dann muss ich eine Konsequenz wahrscheinlich schon zutage ziehen, weil ich habe 100 Euro verloren. Ich kann wahrscheinlich das, was ich mit den 100 Euro machen wollte, jetzt nicht mehr machen. Also, ja, da muss ich handeln raus. 100 Euro nehmen und finden, super in die Tasche stecken und weiter geht's. Keine Konsequenz, eine Bereicherung, eine kleine, aber es ist nicht nötig zu handeln. Und deswegen lasst euch gesagt sein, Leid kann wirklich schrecklich sein, kann einen wirklich runterziehen, kann einen auch in Depressionen reinrutschen lassen. Aber Leid ist auch das, was uns weiterbringt, das, was uns nachdenken lässt. Wie viel Erfahrung habe ich durch dieses Leid gemacht? Wie viel Reife habe ich dadurch gewonnen? Wie sehr konnte ich andere Menschen daran verstehen, wenn sie von ihrem Leid sprechen? Also seid bewusst, dass es früher oder später passiert. Ich sage mittlerweile, ja, ich habe meine Mutter verloren, wo ich 18 war. Nach 10 Jahren Krankheitsgeschichte. Es war ein Auf und Ab. Und diese ganze Zeit hat das aus mir gemacht, was ich jetzt bin. Dieser jemand, der jetzt stark ist, der jetzt nicht mehr auf die Knie fällt und der jetzt mit zukünftigen Problemen besser umgehen kann, mit zukünftigem Leid. Weil ja, es ist sozusagen zu einer Kompetenz geworden. Auch wenn Leute mir was erzählen, unter die Oberfläche zu gucken und mehr empfinden zu können. Also diese Erfahrung, dieses Nachdenken, dieses wirklich, was machst du jetzt? Du stehst vor so viel Leid, was machst du? Und dieses Grübeln, in sich gehen. Ich muss da irgendwie an Menschlichkeit denken, weil das Mitgefühl, Empathie, Sympathie, Verständnis, jemand anderen verstehen. Nicht nur auditiv, ja, ich höre deine Worte, sondern ich kann deine Worte verstehen. Ich kann den Umfang der Meinung voll überblicken. Und das ist wichtig, deswegen lasst ihr das von mir gesagt sein, nicht von irgendjemandem, der ja noch nicht so viel Erfahrung im Thema gemacht hat. Die werden wir sowieso alle machen. Und ich glaube bei mir, dadurch, dass ich die Erfahrung, eine geliebte Person zu verlieren, früher gemacht habe, bin ich da auch sehr stark rausgegangen. Weil seitdem sind alle möglichen Situationen, wo viel Stress ist, wo irgendwie die Hütte brennt, sag ich mal, zum Beispiel bei Kellnern, da war ich der Barkeeper, und die Hütte ist am Brennen, wie man so schön sagt, der Laden ist voll
und alle haben Stress, der Chef hat Stress, alle möglichen haben Stress und ich stehe am Tresen und ich habe nicht dieses Haare raufen, weil ich weiß, ich tue mein Bestes, ich bin auch nur ein Mensch und diese Gewissheit, ja, wir können ja alle nicht zaubern, wir machen alle unser Bestes. Ich bin hier Mitarbeiter, ich habe meine Verantwortungen, ich tue auch mein Bestes, aber ich weiß nicht, wir werden im Endeffekt ja alle nicht sterben davon jetzt. Egal, ob der Kunde jetzt ein bisschen länger warten muss oder der Gast nicht so ganz zufrieden mit der Sache ist. Das Leben geht weiter. Und in der Situation, ich habe einen Kollegen gesehen, der ist wirklich so rumgelaufen, der hatte auch ein wenig Haarausfall und wir haben auch mal darüber geredet und ich gehe davon aus, dass dieser Stress, der ist zum Haare-Raufen, also wirklich, dass es so viel Stress ist, dass dir schon die Haare ausfallen können, weil du das körperlich ja auch irgendwie verarbeiten musst. Und es geht alles nicht an einem vorbei. Diese Stressresistenz ist bei mir meiner Meinung nach seit diesen Verlusten damals und seit der Reaktion darauf, also seit dem Verarbeiten davon, was ein langer Weg ist, diese Sachen irgendwie aufzuarbeiten. Aber lass das vielleicht auch eine Motivation sein. Ich gehe durchs Leben und ich habe wirklich nicht mehr diesen Stress. Die Sachen kommen mir nicht zu nah, weil was soll mir noch passieren? Ich habe meine Mutter verloren in so frühen Jahren, ich habe andere Familienmitglieder verloren. Ich habe irgendwann dann gemerkt, so diese Einstellung, was soll mich noch aus den Socken hauen? Was soll mich jetzt noch groß belasten? Was soll mir den Boden unter den Füßen wegreißen, wenn der Verlust meiner Mutter mir damals alles unter den Boden unter den Füßen weggerissen hat? Also ist verständlich, oder? Es war einmal so schwierig, dass alles kommende Schwierige leichter zu begegnen ist. Und ich finde, das ist eine gute Motivation, denn Tod, ja, er wird kommen und oh, ich habe die und die Person verloren. Ganz schlimm, das weiß ich selbst, dass es ganz schlimm ist. Aber man sollte in allem das Positive sehen und das sage ich jetzt nicht als jemand, der diese Erfahrung nicht gemacht hat, sondern man kann sogar am Tod, an dem Sterben, an der Vergänglichkeit das Positive sehen. Wenn man die Vergänglichkeit sich anschaut, kann man das Positive sehen, dass man dieses erkannt hat allein schon und im Jetzt leben sollte, das wahrnehmen kann, jetzt den Moment realisieren kann. Und am Tod ist zum Beispiel das Positive, dass es ihn gibt. Denn ohne den Tod, ohne das Nichtsein, wie vorhin erwähnt, würde es ja auch keine Inkarnation geben, würde es nie zu einem Sein kommen. Das Sein, was sowieso vielen schon so schwer fällt, was oft unnötig durch dieses Grübeln, durch diese Ängste noch schwieriger gemacht wird. Und deswegen nach vorne sehen, der Tod gehört immer dazu, der Tod ist Erfahrung, ihr werdet selber eure Konsequenzen daraus ziehen und gestärkt durchs Leben gehen. Lasst euch so ein bisschen motiviert davon sein. Klar, ihr werdet dem Tod nie irgendwie immun gegenüber sein können, aber das sollte auch gar nicht. Natürlichen Sachen gegenüber muss man auch nicht immun sein. Niemals. Gehört so zum Leben und es wäre nicht richtig, das zu verdrängen oder nicht einzusehen. Sich dessen nicht gewahr zu sein. Leute, die sich dessen nicht gewahr sind, die werden auch böse überrascht davon. Aber was hast du zu verlieren, wenn du weißt, eines Tages ist alles hier vorbei, eines Tages wird diese Person weg sein und diese Person weg sein. In diesem Gewissen schon, in dieser Sicherheit des Wissens, dass es passieren wird, brauchen wir uns keine Sorgen machen und können den Moment genießen. Wenn die Sachen kommen, wie sie kommen und der Tod ist gewiss. Da wird keiner entkommen. Das war es heute von mir zu dem Thema Tod. Wenn ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen habt, dass der Tod euch gestärkt hat, dass ihr jetzt resistenter durchs Leben geht, lasst es mich mal in den Kommentaren wissen und bis zum nächsten Mal.